meinem Kanal. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und das Thema Finanzen und Vermögensaufbau soll auch etwas Spaß machen. Und deswegen habe ich mir hier Folgendes überlegt. Bleibt einfach dran, schaut das Video bis zum Schluss und ich bin gespannt, ob es euch gefällt. Es geht auch schon los. Starte deine Investition und werde zum Investor. Du brauchst nicht viel, ein Depot- und Verrechnungskonto. Hol dir die Infos aus dem YouTube in dein Ohr. Mach es ohne Eile, konsequent und peile deine ersten 100.000 an. Du wirst sehen, dass jeder das kann. Setz dein Geld in Aktien und ETF mit Dividenden ein. Auf unserer gemeinsamen Reise werden wir auf meinem Kanal. Folge dem Video bis zum Schluss, dafür bekommst du einen Kuss. Ja, damit ihr eben auch Investoren und gute Investoren werden könnt und damit eure Entscheidungen auch werthaltig und nachhaltig sind für die Zukunft, gebe ich euch ein paar Werkzeuge und Zusammenfassungen von Informationen, die ihr gut gebrauchen könnt, damit ihr zum Beispiel in die Bank of Nova Scotia investieren könnt. Also wer jetzt Anfang 2022 in die Bank investiert hat und Aktien gekauft hat, der ist hier leider von 67 auf circa 44 Euro runtergefallen. Ich messe hier auch nochmal gerne, also ich bin hier in der Börse Frankfurt.de auf den Chart gegangen und wenn man also hier entsprechend einen Maßstab anlegt, na, sind sogar 35%, habt ihr gesehen, und da ist es runtergegangen und die 10% haben wir aber fast schon wieder aufgeholt, aktuell eben bei 48 Euro. Es ist aber eine Unterbewertung da und ich zeige euch nochmal, also hier das Zahlenwerk. Ihr könnt, wenn ihr auf die Homepage geht von der Scotiabank, aber keine Sorge, ich packe das alles auch unten in die Videobeschreibung und dann seht ihr das direkt dort und könnt hier auf die Investor Relations gehen. Das habe ich hier schon gemacht und dann könnt ihr hier den Annual Report euch selbst herunterladen oder ihr verwendet meinen Link. Ich packe den auch dann in die Videobeschreibung. Jetzt muss ich mich hier unten hin tun, dass ich ein bisschen auch suchen kann. Ja, die Dividenden, wenn man hier eingibt, Dividenden Yield, dann kommst du auf die Vergleiche, wie es 2021 und 2022 so gelaufen ist für die Dividendenrendite und wir sind hier knapp unter 6%, was dann natürlich ein Top-Wert ist. Die Aktie ist ein Quartalszahler, zahlt also 4-mal im Jahr Dividende aus. Das könnt ihr auch nochmal hier beim Aktienfinder herauslesen und also die nächste Dividendenzahlung wäre ab dem 4. April, also hier ist das Ex-Datum und dann am Zahltag ist der 27. und es ist aktuell ein kanadischer Dollar zu erwarten pro Aktie. Ich springe nochmal zurück in den Jahresbericht. Die Aktie hat hier also, wenn man Total Revenue eingibt, einen Quartalsverlust gemacht. Jetzt weiß ich nicht genau, ob man das hier sofort sieht. Der Quartalsverlust wird auch nochmal hier bei weiter unten zusammengefasst. Aber hier mal auf der Seite sieht man aber auch weiter oben schon, Seite 21, 36 und hier 219. Die haben also hier diese vier Pillars, die 4 Geschäftsbereiche, nämlich Canadian Banking, International Banking, Global Wealth Management und auch noch Global Banking und Markets. Und dann gibt es noch andere Geschäftsbereiche. Jetzt gehe ich nochmal auf die Seite 23, da habe ich das schon mal aufgerufen gehabt und dann sieht man eben diese einzelnen Geschäftsbereiche, wie die im Vergleich zum Jahr vorher performt haben und dann gibt es auch unten nochmal eine komplette Zusammenfassung für Total Revenue und man sieht, dass es also hier ein bisschen schon nach unten gegangen ist. Jetzt ist aber, die Zinsen steigen, das heißt, dieses klassische Bankgeschäft, das auch die Bank of Nova Scotia betreibt, nämlich Kredite zu vergeben, wird profitabler, wirft mehr Rendite ab. Das kommt natürlich auch der Bank Nova Scotia zugute und für das Jahr 2023 sieht es doch dann wahrscheinlich auch besser aus, dass hier insgesamt der Revenue wieder steigen wird. Ein kleiner Hintergrund von
seekingalpha.com. Also seekingalpha.com ist eine Informationsplattform, wo also Analysten und interessierte Menschen sich austauschen können zu den Themen Aktien, Investments und Vermögensaufbau. Wenn ihr möchtet, könnt ihr über meinen Affiliate-Link hier die Mitgliedschaft hier erwerben, um zu einem vergünstigten Preis, 50% Discount habt ihr hier, oder ihr scannt einfach den QR-Code hier, ich zeige ihn kurz, und dann werdet ihr Mitglied in der größten Investorengemeinschaft der Welt, so nennen sie sich selbst. Und wenn ihr noch kein Depot habt, dann geht auf Trade Republic. Ich kann das sehr empfehlen. Sie sind sehr kostengünstig, sind eine Einlagensicherung mit der Solaris Bank und auch noch einer anderen Bank jetzt im Hintergrund, wo also eure Einlagen zu 100.000 Euro abgesichert sind. Und das könnt ihr auch eröffnen, entweder direkt mit dem Link, klickt den einfach an. Ich packe den auch euch in die Videobeschreibung, oder ihr nehmt den QR-Code und eröffnet hier euer Verrechnungskonto, wie eingangs schon erwähnt, oder Depot. Jetzt schauen wir nochmal hier zurück. Also warum hat die Bank im Quartal 4 schlecht abgeschnitten? Ja, weil die Vermittlerprovisionen einfach teurer geworden sind. Das heißt, es musste die Bank mehr an Provisionen auszahlen, die sind also teurer geworden. Die Vermittler haben wahrscheinlich hier höhere Preise auch gestellt. Inflation macht sich also hier auch bemerkbar indirekt. Und deswegen hat es hier im Quartal 4 einen Verlust von circa 60 Millionen US-Dollar oder kanadische Dollar, ich glaube es sind US-Dollar, gegeben. Ist aber, denke ich, bei den Milliarden Revenue, den die Bank hat, verschmerzbar. Und die Tendenz geht auch nach oben. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück in den Chart, weil wenn man jetzt denkt, oh ja, das ist aber hier 30%, sind wir ganz schön weit unten. Die Performance war natürlich vom Aktienkurs her schlecht im letzten Jahr, das ist absolut richtig. Aber ich gehe mal auf den maximalen Chart und da sieht man, aha, 46 Euro aktuell ist eigentlich ganz gut, weil im Langzeitvergleich, also die Bank stand mal hier 2009 viel tiefer bei 17 Euro, war natürlich kurz nach der Finanzkrise. Wer da eingestiegen ist, ist jetzt schon lange im Plus. Und man muss einfach den Horizont ein bisschen erweitern. Das will ich damit sagen, dass man hier auch weiter längerfristig denkt. Und ich messe nochmal, wenn es klappt, hier hoch. Also da haben wir einen Plus von damals 2008 nach der Finanzkrise, wow, 243%. Ich bin jetzt nicht ganz hochgegangen hier, also es ist fast noch mehr, 250%. Und aktuell ist also das im letzten Jahr runtergegangen, aber das ist eigentlich ein guter Einstiegszeitpunkt für die Bank of Nova Scotia. Ich zeige das nochmal auf der Seite Aktientrader Fox. Das ist also ein Portal, das entsprechend hier Kennzahlen zusammenfasst. Und wenn wir auf den Qualitätscheck gehen, beziehungsweise man sieht es eigentlich, glaube ich, auf jeder Seite hier, sieht man nochmal den Abstand. Also hier dieser Fair Value. Ich mache es so ein bisschen kleiner auf 3 Jahre. Und das ist das Gap, was wir also aktuell haben zwischen der Unterbewertung. Also die Aktie ist unterbewertet und der Fair Value wäre hier viel höher bei, also so einem Wert von 77 kanadischen Dollar. Ja, ich habe hier also die Währungsumrechnungsseite xxi.com aufgerufen und gebe hier 77 kanadische Dollar ein und wir konvertieren das mal in Euro. Ja, 53 Euro. Also die Aktie wäre hier locker nochmal 4, 5, 6% obendrauf, oder in Euros wären das nochmal pro Aktie 8 bis 7 Euro, die da Potenzial nach oben sind. Jetzt geht es auch schon weiter, den Annual Report, wie gesagt, packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung hinein. Ich gehe in meine Übersicht. Das ist also die Unterbewertung, die wir hier haben. Das seht ihr auch nochmal hier in der Zusammenfassung von der Webseite Aktientrader Fox, da waren wir gerade drauf. Den Chart habe ich euch gezeigt. Und was ist jetzt, wenn man also die Zinsen berechnen möchte, wissen will, wie viel sind denn 6% von 1000 Euro? Das machen wir einfach. Also manche können das im Kopf. Wer das nicht kann, kann hier bei
den Kollegen von finanzfluss.de, den Sparrechner aufrufen. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Man kann hier verschiedene Szenarien ausrechnen. Ich sage jetzt einfach mal Endkapital. Ich habe den Rechner aufgerufen. Man hätte hier eine Investition, Anfangskapital von 1.000 Euro. Wir sagen jetzt, Ausschüttung ist jährlich. Das ist hier einfach zu berechnen. Man kann hier monatlich oder jährlich auswählen. Das Zinsintervall lassen wir bei jährlich, damit wir einfach mal größer sind. Und ich gebe jetzt hier ein 5,97, das hatten wir, glaube ich, oder sogar 9,8. Machen wir so. Und sagen jetzt einfach mal erst ein Jahr, damit ihr seht, was denn dabei herauskommt. Und man kann sogar die Steuern mitberechnen und sagt hier, Kapitalertragssteuer sind die 26%. Das ist ein bisschen mehr mit dem Soli. Ich glaube, das ist der wird ausschüttend. Ja, also wir wollen das Geld mitnehmen, Freistellung berücksichtigen, ja, können wir machen. Es wird zu unübersichtlich. Machen wir es einfach, sagen berechnen und dann seht ihr, ihr habt bei 6%, also nach Kapitalabzug der Kapitalertragssteuer 48,60, also ähnlich wie der Aktienkurs, habt ihr ungefähr 49 Euro bekommen, zusätzlich nach Steuern schon für dieses Jahr. Zinseszinseffekt ist jetzt hier nicht dabei, da müsste man unterjährig, also monatlich, das machen, können wir vielleicht kurz ändern auf Sparintervall monatlich. Ich sage nochmal berechnen und dann hätten wir hier in der Grafik, sieht man also, nee, das ist jetzt nicht gut, na gut. Also ihr seht, die Verzinsung liegt nach Steuern bei circa 50 Euro. Runden wir auf, 50 Euro habt ihr dann am Ende des Jahres mehr. Wer natürlich die Bank of Nova Scotia zahlt 4-mal im Jahr Dividende, das heißt also das Geld, was ihr dann schon unterjährig gezahlt bekommt, das hilft euch wieder beim Zinseszins. Also hier einfach dranbleiben und das Depot immer weiter auffüllen. Nochmal auf YouTube geht und hier andere Analysen anschauen wollt, ich habe eine gefunden von dem YouTube-Kollegen Daily Bucks, die fand ich ganz gut, ist eine kurze Analyse, gibt aber nochmal einen Überblick, was die Bank so macht. Und wer möchte, kann natürlich hier sich meine Videobeschreibung durchlesen. Also die Bank of Nova Scotia wurde 1832 gegründet in der Provinz Nova Scotia. Deswegen heißt natürlich die Bank so. Und ab 1882 ging es dann los mit den ersten weiteren Filialen. Und um die 1900 Jahrtausendwende gab es dann schon 38 Filialen in Kanada, Vereinigten Staaten und Jamaika. Und der Hauptsitz von der Bank liegt in Toronto, ist also ein kanadisches Unternehmen. Der gesamte Börsenwert ist bei ca. 57 Milliarden Euro und ihr seht, der Umsatz, den also hier die Bank letztes Jahr gemacht hat, war bei 5,9 Milliarden US-Dollar sind das, glaube ich. Also 5,9 und da ist hier im Quartal ein kleines Minus von 60 Millionen, was bei diesem Umsatz doch ja verschmerzbar ist. Ich denke, die Bank Nova Scotia ist ein sehr interessantes Investment und man kennt es vielleicht nicht so und hoffe, ihr habt hier einen Mehrwert mit dem Video und das Video hat euch gefallen. Lasst mir einfach mal einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr noch wissen wollt, warum Lumen Technologies die Dividende im letzten Quartal gestrichen habt, schaut euch dieses Video an. Und wenn ihr wissen wollt, wie ein Vermögensaufbau, eine Bilanz funktioniert, nämlich eine persönliche Privatbilanz erstellen wollt, dann schaut euch das nächste Video auf der Überblicksseite an. Ich freue mich und bis bald. Ciao, ciao.